der Velocity One Flightstick von Turtle Beach. In diesem Video erfährst du sehr viele Details zum neuen Flightstick für Xbox und PC. Wir packen aus, führen eine Ersteinrichtung samt Update an Xbox Series X durch, gucken uns die Companion-App am Handy an, konfigurieren das Ganze am Microsoft Flight Sim und fliegen eine Runde und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi von Andiana TV. Schön, dass du da bist. Zuletzt hatten wir uns hier auf meinem Kanal zusammen das Velocity One Flight einmal genauer angesehen. Falls du das Video verpasst hast, ich verlinke es dir jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Hier noch zwei Ergänzungen zu Fragen, die ich aus dem Kommentarbereich entnommen habe. Zum einen haben die 4 Schubregler hier oben aus meiner Sicht ausreichend Widerstand und können sich nicht selbstständig machen. Das war zu Release des Ganzen wohl nicht selbstverständlich. Und zum anderen ist die Zuleitung zu Xbox und PC 2 Meter lang. Vielen Dank für euer Feedback. So, und jetzt aber zum Velocity One Flightstick von Turtle Beach. Seit dem 17. November 2022 ist dieser Flightstick nun für rund 130 € erhältlich. Aktuell muss man, was die Verfügbarkeit angeht, ein bisschen Glück haben. Zeitweise ist der Flightstick vergriffen. Mit ein bisschen Geduld allerdings klappt das sehr gut. Und ja, dann gucken wir doch mal rein in den Karton, was da alles so drin ist. Neben den üblichen Garantiebelegen und sonstigen Informationsschreiben haben wir hier Schrauben dabei, um das Ganze zu befestigen. Wir haben eine insgesamt 3 Meter lange Zuleitung für Xbox oder PC, einen kleinen Aufkleber sowie eine Bedienungsanleitung auf der ersten Seite mit den Anschlussmöglichkeiten, auf der Rückseite mit einem Flightstick Overview und im Mittelteil mit einem Button-Mapping für Flight, Space und Combat Simulations sowie einem QR-Code zu einer Support-Seite, die allerdings leider aktuell noch ins Leere führt. Und ach ja, der Flightstick ist natürlich auch drin. Und bevor wir den jetzt gleich anschließen und konfigurieren und updaten, gucken wir uns den von allen Seiten einfach mal ganz kurz genauer an. Insgesamt 27 programmierbare Schaltflächen, 8 einstellbare Achsen und 2 Schubhebel, die typischen Xbox-Buttons, ein 3,5 mm Headset-Klinkenanschluss samt individuelle Audiofunktionen. Und an der Basis des Sticks seht ihr hier dieses silberne Drehrad. Damit soll man ganz easy durch die Konfigurationsoptionen des Sticks steuern können, um so ohne Probleme das Flugmanagement-Display hier oben bedienen zu können. Außerdem haben wir natürlich eine schicke RGB-Beleuchtung mit am Start. Der Flightstick verfügt über Bluetooth und wir können eine Companion-App, die es über das Handy gibt, damit koppeln. Außerdem verfügt der Flightstick über einen Touchpad-Navigationssensor, der die volle Kontrolle zum Beispiel über Mauszeiger ermöglichen soll, was wiederum ideal für die Navigation in Simulationssystemen sein sollte. Also ganz ehrlich, das klingt ja alles viel zu gut, um wahr zu sein. Funktioniert das alles so kurz nach Release? Gibt es irgendwelche Einschränkungen, gerade für Leute, die an der Konsole unterwegs sind? All das werden wir uns jetzt genauer angucken. Und an dieser Stelle direkt ein Hinweis. Dieses Video wird weder irgendwie unterstützt vom Hersteller noch sonst irgendwie gesponsert. Ich habe mir den Flightstick selbst gekauft und gehe komplett neutral an diese ganze Sache heran. Ein weiteres Merkmal des Flightsticks ist das beidhändige Design. Die frei programmierbaren Basistasten links und rechts und auch die Schubhebel können hier zumindest schon mal beidhändig verwendet werden. Und auch die Handgelenksauflage hier soll ganz einfach gedreht und wieder angebracht werden können. Wir haben hier insgesamt 5 Positionen, was die Höheneinstellung angeht. Und ja, durch einfaches Abschrauben, Schraube versetzen und wieder anschrauben, lässt sich das Ganze von links auf rechts ganz easy umswitchen. Die beiden Schubregler am Flightstick haben eine gummierte Oberfläche und machen einen sehr wertigen Eindruck. Der Widerstand, der beim Hin- und Herschieben vorhanden ist ausreichend und stimmig und wir können den Hebel an der Ober- und Unterseite entsprechend einrasten lassen. Das geht auf beiden Seiten und das kann zum Beispiel für Umkehrschub interessant sein. Was auch möglich ist, ist, dass man die Schubhebelknöpfe abnimmt und austauscht. Bei diesem der beiden Knöpfe hat man hier sogar 2 Einsteckmöglichkeiten, um das Ganze seitlich versetzt anzubringen. Die Stäbe, an denen die Knöpfe angebracht werden, sowie auch das darunterliegende Material sind aus Metall.
Wenn wir den Flightstick einmal auf die Seite drehen, dann sehen wir hier zum einen 3 Möglichkeiten, um M5-Schrauben anzubringen. Außerdem sehen wir hier insgesamt 4 Pads, die angebracht sind, um ein Verrutschen auf dem Tisch zu vermeiden. Wer den Flightstick auf dem optional erhältlichen Velocity One Stand befestigen möchte, der hat auch dazu die Möglichkeit. Ich blende das hier einmal ganz kurz ein. Außerdem gibt es optionale Pedale. Leider sind diese aktuell nur mit dem PC kompatibel in Verbindung mit dem Flightstick. Xbox soll nachgereicht werden. Und um das Ganze zu komplettieren, blende ich hier auch nochmal das Velocity One Flight System ein. Alles ist mit dem Stand auf der linken Seite kompatibel. Ich packe euch das Ganze mal unten in die Videobeschreibung. Okay, dann geht's mal an die Verkabelung. Wir haben hier eine Anschlussmöglichkeit per USB-C. Die beiden anderen Buchsen sind für spätere optionale Erweiterungen. Das Kabel, welches jetzt entweder an den PC oder die Xbox angeschlossen werden kann, endet in einem USB-A-Anschluss und ist 3 Meter lang. Ich habe das Ganze jetzt hier unter meinem überdimensionierten Mauspad einmal versteckt und hinten an der Xbox Series X einmal an den USB-Port angeschlossen. Und sobald das dann angeschlossen ist, leuchten auch die LEDs am Flightstick entsprechend. Da zeige ich euch dann später auch noch in den Optionen, was ihr da für individuelle Möglichkeiten habt, die Beleuchtung zu verändern. Falls ihr gar keine Beleuchtung haben wollt, so lässt sich diese auch komplett deaktivieren. Und nicht nur die Tasten leuchten, sondern auch der Ring in der Mitte, und ab genau der Mitte teilt sich auch die Beleuchtung in 2 unterschiedliche Farben. Das hier ist jetzt die Standardbeleuchtung im Auslieferungszustand. Was sich eventuell ein bisschen schwierig darstellen könnte, ist, dass die Tasten im Endeffekt nur außenrum und jeweils auf B5, B6, B7, ihr seht das hier, leuchten. A, B, X und so weiter leuchtet hier jetzt allerdings dann nicht, auch hier auf dieser Seite nicht. Wenn es hier dunkler sein sollte im Raum, dann könnte das eventuell zu Orientierungsschwierigkeiten führen. Ansonsten haben wir hier vorne noch die kleine weiße Standard-LED und auch im oberen Bereich stellen sich die Farben entsprechend den Einstellungen dar. Auf der rechten Seite jetzt hier in der einen Farbe und auf der linken in der anderen. Okay, angeschlossen ist der Flightstick jetzt schon mal. Jetzt geht's an die Einrichtung. Um für die Hardware die nötigen Updates durchführen zu können, benötigen wir eine kostenlose App vom Marktplatz. Und dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Velocity One Flightstick eine ganz eigene App im Store hat. Wir benötigen hier somit also nicht das Turtle Beach Control Center, wie noch beim Velocity One Flight oder auch bei den Pedalen, sondern die sogenannte Velocity One Flightstick App. Diese suchen wir am Marktplatz, installieren das Ganze und ein Blick unter mehr Optionen verrät uns auch, wie viel Platz das Ganze auf unserer Festplatte einnimmt. In der Version 1.0070 belegt das Ganze rund 280 MB. Wir starten hier jetzt einmal die App. Weshalb sich das Ganze nicht in das Turtle Beach Control Center hat integrieren lassen, wie auch die anderen Velocity One Komponenten, erklärt sich mir leider nicht. Wir wählen hier einmal den Flightstick aus, was anderes gibt's auch gar nicht, und haben auch direkt die Information, dass eine neue Firmware verfügbar ist, und zwar zum Zeitpunkt des Videos hier die Version 1.0.7. Im Auslieferungszustand war bei mir die 1.0.0 aufgespielt. Während des Updates soll die Verbindung zum System natürlich nicht getrennt werden und das Ganze hat bei mir circa 5 Minuten gedauert. Währenddessen ist der Flightstick 1-2 Mal neu gestartet und abschließend dann final hochgefahren. Und wie ihr das jetzt hier links oben seht, der Flightstick läuft jetzt auf der 1.0.7. Auch die App bestätigt, dass alles auf dem neuesten Stand ist und kann geschlossen werden. Da mir die beiliegende Bedienungsanleitung nicht detailliert genug ist, hatte ich mir erhofft, auf der offiziellen Homepage weitere Informationen zu bekommen. Auf turtlebeach.com ist direkt auf der Startseite der Velocity One Flightstick. Auch dort wäre er, wenn er aktuell nicht ausverkauft wäre, zu einem Preis von 129,99 € zu bekommen. Neben den Standardinformationen und ein paar Bewertungen sowie den verwandten Produkten ist hier allerdings aktuell wenig zu finden. Aber da gibt es doch bestimmt einen Download oder einen Supportbereich oder dergleichen. Komm, wir gucken mal hin. Informationen, Spezifikationen, Funktionen und so weiter. Komm, wir klicken mal auf. Unter Unterstützung und Downloads Informationen zur Firmware. Okay, das haben wir schon gemacht. Was haben wir hier noch? Weitere Unterstützung, Abmessungen. Knowledge Base. Das klingt doch nach einem interessanten Bereich hier. Komm, da klicken wir mal drauf. Okay, finden Sie Ihr Produkt, heißt es hier. Ja, mein Produkt nutze ich auf der Xbox. Dann klicke ich doch mal da drauf.
So, es lädt. Wo kommen wir denn dahin? Xbox. Okay, alle Dinge, die es an der Xbox gibt. Wir scrollen nach unten, nach unten. Velocity One Flight, Velocity One Flight Stick und Velocity One Pedale. Wir wollen Infos zum Flight Stick und wenn wir da angekommen sind, was ist hier los? Velocity One Flight Stick. Über dieses Modell keine Artikel gefunden. Also hier gibt es schon mal nichts. Zurück zur Startseite. Vielleicht finden wir da ja noch was. Weiter unten sicherlich nicht. Vielleicht dort oben. Da heißt Support und Downloads. Das klingt doch auch interessant. Mal direkt da drauf geklickt. Wir gehen wieder auf Xbox. Wo landen wir da? Sieht mir sehr nach der Seite von eben aus. Ich denke mal da unten, ja, sieht so aus, ne? Flightstick, keine Artikel gefunden. Lass uns einmal nochmal auf die Hauptseite gehen. Was haben wir hier? Support und Downloads. Gab es da noch was anderes? Hier gibt es noch Downloads, technischer Support. Ne, den brauche ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nur Informationen. Vielleicht finden wir noch was unter Downloads. Audio Hub, Control Studio, Control Center, SIP Connect. Also was ich suche, ist halt irgendwie ein Handbuch oder dergleichen, um die Dinge, die im Display angezeigt werden, vernünftig erklärt zu bekommen und so weiter, verschiedene Funktionen. Aber Turtle Beach, warum gibt's da nichts? Ihr könnt das doch besser. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Pass mal auf, wenn wir hier auf folgende Seite gehen. Den Velocity One Flight hatte ich ja auch kürzlich hier im Video und vorgestellt. Und wenn ich hier zum Beispiel mal drauf gehe, ja, gleicher Weg, Xbox, wir gehen runter und nicht auf den Stick, sondern auf den Velocity One Flight. Oh, siehe da. Mir ist schon klar, den Velocity One Flight, den gibt es jetzt schon ein Jahr, ne? Aber Xbox Setup zum Beispiel, sowas muss es doch auch zum Flightstick geben. Eine Kurzanleitung oder dergleichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos liegen wir 3 Wochen nach Release. Turtle Beach kommt bitte aus dem Quark, da muss doch irgendwas möglich sein. Das gehört für mich einfach zu den Basics, dass es vernünftige Anleitungen vom Hersteller direkt gibt. Na gut, dann müssen wir uns halt hier durchhangeln und uns die Dinge versuchen selbst zu erklären. Punkt 1 im Display, Input Mode, eigentlich selbsterklärend. Auf welchem System bist du unterwegs, PC oder Xbox? Haken dran, fängt gut an. Punkt 2, Stick Performance. Hier gibt es insgesamt 3 Profile und du kannst auch testen, was dabei herauskommt, je nachdem welches Profil du anwählst. Es gibt Standard, Präzision und Fast. Damit ist gemeint, wie weit du den Stick bewegen musst, um bis zum maximalen Anschlag zu kommen. Ich würde zu Beginn das Ganze auf Standard lassen. Unter dem 3. Punkt findet man die Audioeinstellungen. Diese werden dann relevant, wenn man den 3,5 mm Klinkeanschluss am Flightstick nutzt und bieten zum Beispiel Einstellungen zur Mikrofonüberwachung und Spiel- und Chat-Balance. Unter dem 4. Punkt können wir hier zum Trimrad Einstellungen vornehmen. Einmal Indicator und einmal Response. Da bin ich mir abschließend noch nicht ganz sicher, vermute aber, dass man entweder das Rad oder eben den Druckpunkt nutzen kann. Unter dem 5. Punkt findet man den Rudder Lock, der ist standardmäßig auf aus, kann aber hier auch eingeschalten werden. Vermutlich dann interessant, wenn man mit Pedalen unterwegs ist. Unter dem 6. Punkt kann man das Pro Aim einstellen. Hier kann man einen Fokusmodus auf eine Taste legen, um beispielsweise in Kampfchat-Simulationen einen Feind besser anvisieren zu können. Da ich aktuell nur im Flight Sim unterwegs bin, lasse ich das auch auf Off. Wenn eine entsprechende Taste hinterlegt ist, kann man hier auch noch das Level einstellen, Low und High, entsprechend in diesen Stufen. Der Punkt 7 beschäftigt sich mit der Orientation. Mit welcher Hand seid ihr am Flightstick, rechts oder links? In meinem Fall ist es die rechte Hand. Unter dem Punkt Nummer 8 verbirgt sich die Touchpad Sensitivity. Die würde ich auf mittlere Sensibilität einstellen. Da zeige ich später dann in Sim nochmal das entsprechende Ergebnis dazu. Der 9. Punkt beschäftigt sich mit der Beleuchtung. Da zeige ich euch gleich auch noch was in der Companion-App dazu mit den verschiedenen Farben. Die LED-Helligkeit lässt sich hier auch noch einstellen, sowie die Screen-Helligkeit, also die Helligkeit des Displays an sich. Und dann sind wir auch schon am letzten Punkt, am Punkt Nummer 10 angekommen und der beschäftigt sich mit den Bluetooth-Einstellungen. Ihr habt die Möglichkeit, den Flightstick mit eurem Handy zu verbinden. Die passende App gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Beide verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr dann zum Beispiel Detaileinstellungen zur Dead Zone vornehmen für die verschiedenen Achsen, sowohl für den Stick an sich als auch für die Hebel, also die Schubhebel.
Sobald ihr hier die jeweilige Achse betätigt, habt ihr einen Ausschlag auf die eine oder andere Seite, könnt mit Plus und Minus das Ganze justieren und euch auch kontrollieren, was den Druck angeht. Außerdem, und das habe ich vorhin kurz erwähnt, könnt ihr hier die Beleuchtung auch sehr schön steuern. Das gucken wir uns gleich mal dann noch im größeren Bild an. Die Stick-Empfindlichkeit könnt ihr hier noch in 3 Stufen einstellen, Präzision, Schnell oder Standard. Und auch die Ausrichtung lässt sich hier nochmal einstellen, Rechts- oder Linkshänder. Das ist alles sehr ähnlich dem, was auch im Display direkt am Flightstick einstellbar ist. Ebenso die Audio-Optionen. Wir gehen nochmal zurück zur Beleuchtung. Das wollte ich ja separat nochmal zeigen. Ihr könnt hier sowohl die Helligkeit einstellen, als auch die Farbkombinationen. Und sobald ihr jetzt hier eine andere Farbkombination auswählt, schaltet sich der Flightstick entsprechend um. Okay, dann gucken wir doch mal rein in den Microsoft Flight Simulator. Als allererstes gucken wir mal in die Optionen und dort in die Steuerungsoptionen. Hat sich denn jetzt hier was getan? Und natürlich wird das Velocity One Flightstick System sofort erkannt. Ich habe hier den Controller und den Flightstick angeschlossen. Sollte bei euch der kleine runde Cursor verschwinden, dann steckt den Flightstick einmal aus und wieder ein. Dann sollte auch dieser runde Cursor wieder kommen. Das ist mir bisher 2- bis 3-mal passiert und auch nur in den Menüs, nicht während des Flugs. Warum das so ist, keine Ahnung. Es gibt 2 Flugprofile, einmal Standard und einmal Helikopter. Und da ich weiß, was ich vorhabe, lasse ich einfach mal Helikopter. Auf der rechten Seite ist wieder alles schön durchnummeriert und ihr habt natürlich die Möglichkeit, alles individuell zu belegen. Ich lasse allerdings einfach ganz gerne die Standardeinstellungen und versuche damit klarzukommen. Nach manchen Updates des Flight Simulators waren individuelle Einstellungen einfach weg und das möchte ich mir in Zukunft gerne ersparen. In den Unterstützungsoptionen lasse ich die unterstützte Controller-Empfindlichkeit eingeschalten sowie Hubschrauber Heckrotorunterstützung und Hubschrauber Steuerknüppelunterstützung. Diese 3 Optionen lasse ich aktiv. Jetzt hier nicht im Bild eingefangen sind die Einstellungen zum Flugmodell. Das habe ich auf modern stehen. Gut, ab auf die Weltkarte. Wir fliegen mit dem Bell Modell 407, der größere der beiden mit dem 40-jährigen Jubiläums-Update erschienenen Helikopter. Nach meinen Erfahrungen ist das derjenige der beiden, der sich etwas schwieriger steuern lässt mit Controller. Als Location geht es wieder von Startbahn 26 in Innsbruck los. Wir starten um 10 Uhr, Flugbedingungen, wenige Wolken und los geht's. Ladezeiten cutte ich wieder raus und hier sind wir am LOWI in Innsbruck. Und damit das alles optisch wieder sauber wahrnehmbar ist, blende ich das Ganze links unten wieder ein, also den Flightstick sowie auch mein Handy, damit ihr seht, welche Achse wann wie ausschlägt. Und jetzt hier direkt mal ein Wort zum Touchpad Navigationssensor. Ich habe häufiger gelesen, dass der in Kombination mit Xbox nicht funktioniert und das kann ich nicht bestätigen. Also das Ding funktioniert bei mir. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss man dazu sagen. Es erfordert einiges an Übung, um damit dann präzise klarzukommen. Und ich denke, es ist auch wichtig, wie sensitiv das Ganze eingestellt ist in den Optionen. Also am Display, am Flightstick selbst. Und das erfordert dann einfach Übung. Ihr seht es hier mit dem Daumen, je nachdem in welche Richtung ihr wischt und wie weit ihr wischt, wird dann der Mauszeiger schneller oder auch wieder langsamer. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Die Kameraoptionen mit den fixen Kamerapunkten lassen sich über den linken der beiden Knöpfe unterhalb des Displays einstellen. Der nennt sich H1. Und auch die freie Kamera lässt sich mit dem Knopf daneben, das ist ein kleiner Joystick, H2 nennt er sich am Flightstick, überraschend bequem und präzise steuern, auch wenn es um ganz kleine Korrekturen geht. Das funktioniert gut.
Wenn wir jetzt den Stick an sich bewegen und die Achsen zum Ausschlag bringen, auch auf dem Handy, ihr könnt das hier nebenbei verfolgen, dann sehen wir das natürlich zum einen im Helikopter selbst und eben auch am Handy. Mit meiner linken Hand muss ich dabei die Base immer ein Stück weit mit auf den Schreibtisch drücken, da ansonsten das Ganze seitlich wegkippen würde. Das stört mich jetzt für den Moment eigentlich nicht, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das auf Dauer nervt. In dem Fall müsste man sich dann überlegen, wie man das Ganze eventuell fixiert. Über den linken Schubregler geben wir jetzt langsam Schub. Ihr seht's, wir heben langsam ab. Und was mich direkt beeindruckt hat, ist, mit welcher Ruhe das Ganze hier passiert. Also da habe ich schon andere Situationen erlebt. Und auch wenn wir jetzt hier in die Außenansicht gehen und mit der Kamera hier mal nach links und rechts fahren, dann sieht das schon entspannt aus. Okay, dann fliegen wir jetzt hier einfach mal eine Runde. Ich lasse euch mit den Bildern jetzt alleine. Wir fliegen ganz kurz raus und hierhin wieder zurück und versuchen möglichst genau hier auf dem Punkt wieder zu landen. Vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung. Ihr seht, man muss richtig vorsichtig sein, was die Bewegung des Sticks angeht. Das ist sehr sensibel und jede kleinste Bewegung hat Auswirkungen auf das Flugverhalten. Daran muss man sich auch ein bisschen gewöhnen. So, und jetzt, ja, viel Spaß mit dem kurzen Flug.
schade, da sind wir nochmal ganz kurz abgehoben. Wir waren eigentlich schon am Boden. Aber hey, das sieht doch richtig gut aus. Also finde ich, für meine Verhältnisse fliege ich mit diesem Flightstick, diesen Helikopter, akzeptabel, sagen wir es mal so. Das ist jetzt natürlich aufs Einfachste runtergebrochen. Man kann individuell noch so viele neue Dinge mit einstellen. Und alleine das Fluggefühl mit diesem Flightstick ist einfach eine neue, sehr gute Erfahrung. Und so habe ich das auch für mich im Endeffekt für mein Flugprofil mir gedacht. Mit dem Flightstick geht es in die Helikopter und vielleicht mal auch in den Segler oder so rein. Und mit dem Velocity One Flight geht es dann in die ganzen anderen Maschinen, die ich eben so gerne fliege. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Gesamteindruck über den Velocity One Flightstick von Turtle Beach mit diesem Video verschaffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder vielleicht sogar ein bisschen geholfen hat, dann lass mir sehr gerne ein Däumchen da. Über ein Abo, falls noch nicht geschehen, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Solltest du Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten haben, so nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus.